Was mit deiner Katze passiert, wenn sie ihr ganzes Leben drinnen bleibt. Vielleicht kennst du diesen Moment. Deine Katze sitzt am Fenster. Sie schaut nach draußen. Vögel fliegen vorbei. Blätter bewegen sich im Wind. Licht fällt auf ihr Fell. Und plötzlich fragst du dich: Nehme ich ihr etwas weg? Wäre sie draußen glücklicher? Oder lebt sie bei mir nur ein halbes Katzenleben? Viele Katzenhalter kennen dieses schlechte Gewissen. Aber was, wenn dieses Gefühl auf einem falschen Bild beruht? Denn für deine Katze bedeutet ein Leben drinnen nicht automatisch Verzicht. Es kann bedeuten, dass sie sicher ist, dass sie zur Ruhe kommt, dass sie sich stärker an dich bindet und dass sie vielleicht viele Jahre länger bei dir bleibt. Der erste Punkt ist der wichtigste. Eine Katze, die drinnen lebt, lebt oft deutlich sicherer. Draußen wirkt die Welt spannend. Dort gibt es Gras, Gerüche, Insekten und fremde Wege. Aber für eine Katze ist diese Welt nicht nur Abenteuer. Sie ist auch voller Gefahren. Draußen können Autos kommen. Hunde können auftauchen. Es kann Streit mit anderen Katzen geben. Dazu kommen Zecken, Flöhe, Gift, Krankheiten und Menschen, die nicht aufpassen. Und das Schwierige ist, viele dieser Gefahren kündigen sich nicht an. Eine Katze bekommt keine Warnung, bevor ein Auto kommt. Sie weiß nicht, ob ein fremdes Tier krank ist. Sie weiß nicht, ob irgendwo Rattengift liegt oder ob in einer Garage eine giftige Flüssigkeit ausgelaufen ist. Für uns Menschen fühlt sich draußen oft nach Freiheit an. Für eine Katze ist draußen aber häufig ein Ort, den sie ständig prüfen, sichern und verteidigen muss. Wenn deine Katze drinnen lebt, hast du ihr also nicht einfach die Welt kleiner gemacht. Du hast viele Gefahren aus ihrem Alltag genommen. Das ist kein Käfig, wenn ihr Zuhause gut für Katzen eingerichtet ist. Es ist ein geschützter Lebensraum. Und genau hier beginnt der Unterschied, den viele übersehen. Draußen muss eine Katze oft wachsam bleiben. Drinnen darf sie ankommen. Sie weiß, wo ihr Futter steht. Sie kennt ihre Schlafplätze. Sie kennt die Geräusche in der Wohnung. Sie weiß, welche Tür sich wann öffnet. Sie kennt deine Schritte. Und sie weiß, wann irgendwo ein Sonnenfleck auf den Boden fällt. Für uns klingt das vielleicht langweilig. Für eine Katze kann es sehr wertvoll sein, wenn ihre Welt vertraut und berechenbar ist. Katzen mögen Kontrolle über ihre Umgebung. Sie wollen wissen, was zu ihrem Zuhause gehört und was neu ist. Darum kann schon ein Karton spannend sein. Darum wird eine umgestellte Couch untersucht, als wäre plötzlich ein fremdes Tier im Zimmer. Und darum ist ein Zuhause, das deine Katze kennt, nicht einfach klein. Es ist vertraut. Es ist sicher. Es ist ein Ort, den sie versteht. Eine Katze, die ihre Umgebung versteht, muss weniger Energie in Angst und Wachsamkeit stecken. Und genau diese Energie kann sie für etwas anderes nutzen. Für dich. Denn viele Katzen, die drinnen leben, bauen eine sehr enge Beziehung zu ihrem Menschen auf. Nicht, weil sie keine eigene Persönlichkeit haben, sondern weil du ein wichtiger Teil ihrer kleinen Welt bist. Sie kennt deine Abläufe. Sie weiß, wann du aufstehst. Sie hört, ob du zur Küche gehst oder nur ins Bad. Sie merkt, welche Schritte Futter bedeuten und welche Schritte einfach nur sagen: Mein Mensch ist da. Vielleicht folgt sie dir von Zimmer zu Zimmer. Vielleicht redet sie mit dir. Vielleicht setzt sie sich genau auf das Papier, das du gerade brauchst. Das wirkt vielleicht manchmal nervig. Aber eigentlich ist es Beziehung. Viele Katzen entwickeln für ihre Menschen eine eigene kleine Sprache. Ein bestimmtes Miauen. Ein bestimmter Blick. Ein Warten an der Tür. Ein Lieblingsplatz in deiner Nähe. Draußen verteilt sich die Aufmerksamkeit einer Katze auf sehr viele Dinge. Sie prüft fremde Gerüche, beobachtet andere Katzen, achtet auf Geräusche, sucht Beute und schützt ihren Bereich. Drinnen konzentriert sich viel mehr von dieser Aufmerksamkeit auf das gemeinsame Leben mit dir. Und wenn du jetzt denkst, deine Katze verpasst draußen alles, dann schau einmal genauer hin, was sie drinnen längst aufgebaut hat. Sie hat nicht keine Welt. Sie hat eine gemeinsame Welt mit dir. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Drinnen sicher zu sein reicht allein nicht. Eine Katze, die drinnen lebt, braucht mehr als Futter, Wasser und ein Sofa. Sie braucht Möglichkeiten, ihr Katzenleben auszuleben. Sie braucht einen Platz, von dem sie hinausschauen kann. Einen Ort zum Klettern. Ein Versteck, wenn sie Ruhe möchte. Etwas zum Kratzen. Und Spielmomente, die ihren Jagdtrieb wecken.
Vor allem braucht sie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Eine Katze sollte in der Wohnung nicht nur wohnen. Sie sollte ihr Zuhause wirklich benutzen dürfen. Ein Fensterplatz kann für sie wie ein kleiner Aussichtspunkt sein. Ein Kratzbaum ist nicht nur ein Möbelstück. Er ist ein hoher Platz, ein sicherer Rückzugsort, ein Ort zum Kratzen und ein Platz, von dem aus sie alles überblicken kann. Ein Karton kann ein Versteck sein. Ein Spielbrett mit Leckerchen kann ihren Kopf beschäftigen. Ein kurzes Spiel mit einer Spielangel kann für sie mehr bedeuten als 10 Minuten streicheln, auf die sie gar keine Lust hat. Denn Katzen brauchen nicht unbedingt die ganze Straße. Sie brauchen die Dinge, die draußen interessant wären, in einer sicheren Form. Sie wollen beobachten, lauern, klettern, kratzen, suchen, jagen und danach wieder zur Ruhe kommen. Wenn du deiner Katze diese Dinge drinnen gibst, nimmst du ihr nicht das Leben. Du bringst wichtige Teile ihres Katzenlebens in eine sichere Umgebung. Besonders schön ist ein Balkon, der sicher gemacht wurde. Auch ein Fenster mit sicherem Schutz kann viel bringen. Dort kann deine Katze frische Luft riechen, Vögel beobachten und Sonne spüren, ohne dafür ein gefährliches Risiko einzugehen. Aber auch ohne Balkon kannst du viel tun. Ein guter Fensterplatz hilft schon. Mehrere Ebenen helfen. Regelmäßiges Spiel hilft. Abwechslung durch Kartons, Decken oder kleine Suchspiele hilft. Und ruhige Plätze helfen, an denen deine Katze einfach liegen darf, ohne gestört zu werden. Jetzt kommt ein Punkt, der oft vergessen wird. Wenn deine Katze drinnen lebt, kannst du ihre Gesundheit viel besser im Blick behalten. Katzen sind Meister darin, Schmerzen zu verstecken. Das liegt nicht daran, dass sie dir nicht vertrauen. Es liegt an ihrem Instinkt. Ein Tier, das Schwäche zeigt, kann angreifbar wirken. Darum verbergen viele Katzen Krankheit so lange wie möglich. Sie laufen noch normal. Sie fressen vielleicht noch. Sie wirken nur ein bisschen ruhiger. Und genau deshalb ist es so wertvoll, wenn du kleine Veränderungen früh bemerkst. Du siehst, wie viel deine Katze trinkt. Du merkst, ob sie weniger frisst. Du siehst, ob sie abnimmt. Du siehst, wie oft sie die Katzentoilette benutzt. Und ja, diese Katzentoilette ist nicht nur eine lästige Aufgabe. Sie kann dir jeden Tag Hinweise auf ihre Gesundheit geben. Sind die Klumpen in der Toilette plötzlich größer? Geht deine Katze häufiger hinein? Geht sie zur Toilette und es kommt nichts? Frisst sie normal, verliert aber Gewicht? Schläft sie plötzlich an ganz anderen Orten? All das sind Zeichen, die man bei einer Katze mit Freigang viel leichter übersieht. Und besonders wichtig ist dieser Punkt. Wenn eine Katze immer wieder zur Toilette geht, presst und nichts kommt, solltest du nicht abwarten. Das kann ein Notfall sein. Gerade bei einer Katze, die drinnen lebt, hast du die Chance, solche Veränderungen früher zu sehen. Nicht, weil du sie kontrollierst, sondern weil die Hinweise in deinem Zuhause bleiben. Das Wasser steht bei dir. Das Futter steht bei dir. Die Toilette steht bei dir. Die Schlafplätze sind bei dir. Du bekommst kleine Warnzeichen mit, bevor sie groß werden. Und manchmal macht genau das den Unterschied. Vielleicht ist das Leben drinnen also nicht der Grund, warum du dich schuldig fühlen musst. Vielleicht ist es einer der Gründe, warum du deine Katze besser schützen kannst. Natürlich gibt es Katzen, die draußen aufgewachsen sind und den Ausgang stark vermissen. Natürlich gibt es Katzen, für die ein sicherer Garten, ein sicher gemachter Balkon oder kontrollierter Ausgang eine gute Lösung sein kann. Aber die Idee, dass jede Katze nur draußen wirklich glücklich sein kann, ist zu einfach. Katzen sind nicht alle gleich. Manche brauchen viel Bewegung. Manche brauchen viel Ruhe. Manche wollen klettern. Manche wollen beobachten. Manche wollen bei dir sein, aber nicht ständig angefasst werden. Das Ziel ist nicht, drinnen oder draußen zu einer Glaubensfrage zu machen. Das Ziel ist, Sicherheit und Lebensqualität zusammenzubringen. Wenn deine Katze drinnen lebt, dann frag nicht nur, darf sie raus? Frag lieber, hat sie genug zu tun? Hat sie Plätze in der Höhe? Hat sie Rückzug? Hat sie Spiel, das ihren Jagdtrieb anspricht? Hat sie Aussicht? Hat sie Ruhe? Hat sie dich, ohne ständig von dir bedrängt zu werden? Denn eine Katze, die drinnen lebt, braucht keinen perfekten Palast. Sie braucht ein Zuhause, das ihre Bedürfnisse versteht. Und vielleicht sitzt deine Katze deshalb nicht traurig am Fenster. Sie sitzt dort nicht unbedingt, weil ihr etwas fehlt. Sie beobachtet. Sie riecht. Sie lauscht.
Sie spürt die Wärme auf ihrem Fell. Und wenn du dich irgendwann neben sie setzt, wird dieser kleine Platz am Fenster zu einem Teil eurer gemeinsamen Welt. Nicht, weil sie ein halbes Leben hat, sondern weil du Teil ihres ganzen Lebens bist. Du hast deiner Katze nicht automatisch etwas weggenommen, nur weil sie drinnen lebt. Du hast ihr viele Gefahren erspart. Du hast ihr einen sicheren Ort gegeben. Du hast die Möglichkeit, ihre Gesundheit früher zu erkennen. Und du hast eine Welt geschaffen, in der sie nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen muss. Jetzt kommt es darauf an, diese sichere Welt gut zu füllen. Nicht mit Luxus, sondern mit Dingen, die eine Katze wirklich braucht. Mit Orten zum Beobachten. Mit Plätzen zum Klettern. Mit kleinen Momenten zum Spielen. Mit Ecken zum Zurückziehen. Und mit Menschen, die verstehen. Sicherheit ist für eine Katze nicht langweilig. Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass sie sich entspannen kann. Manchmal ist Sicherheit genau das, was eine Katze braucht, damit etwas in ihr weicher wird. Dann schläft sie tiefer. Sie spricht mehr mit dir. Sie sucht deine Nähe freier. Nicht, weil sie keine andere Welt kennt, sondern weil diese Welt für sie sicher genug geworden ist. Und vielleicht ist deine Wohnung für sie nicht das Ende der Freiheit. Vielleicht ist sie der Ort, an dem deine Katze endlich wirklich ankommen darf.